Diese Uhr sollte letzte Woche zurück. Heute trage ich sie immer noch und ich hätte fast einen Fehler gemacht. Das ist Teil 2 von 4. Heute geht es um die Garmin. Nächstes Mal um Chorus und danach im letzten Teil, welche Uhr bleibt final und hat mich überzeugt. Wie ihr wisst, habe ich im letzten Mal über die Apple Watch gesprochen. Eine schöne Uhr, aber leider hält der Akku nur 2 Tage. Schlussendlich wollte ich mir die Phoenix 8 oder die 970 besorgen. Wie ihr seht, ich habe die 970er mir bestellt. Eine schöne Uhr. Sie ist elegant, ebenfalls toll geschützt mit Saphirglas, hat Telefonfunktion, die Verbindung zu Apple Health sollte funktionieren. Auch die Runner-Kompatibilität ist vorhanden. Also eine tolle Sache. Also habe ich das mir ganz normal einige Tage angeschaut und damit trainiert, im täglichen Alltag benutzt und bin dann aber leider zu diversen Problemen gestoßen. Daher wird die Garmin leider zurückgehen. Mal wieder. Es ist leider so. Wenn es mich nicht überzeugt, muss sie leider zurückgehen. Ich muss ja gestehen, die Garmin wird hochgelobt. Also entweder bist du Apple-Fanboy oder Garmin-Fanboy. Wenn du Sport machst, musst du eine Garmin haben. So ist zumindest der Kontext auf Social Media. Ich muss eingestehen, es gibt richtig viele Informationen, Statistiken, Auswertungen auf der Uhr. Also richtig, richtig gut. Und dank des AMOLED-Displays sieht das Ganze auch richtig schön aus. Was mich total überzeugt hat, ist erstmal die Offline-Kartenfunktion. Das heißt, du hast komplett Europa in deiner Tasche und kannst dich hin navigieren, wohin du möchtest. Nutzt du in der Kombination Komoot, kannst du deine selbst erstellten Routen direkt auf die Uhr laden und dich navigieren lassen. Zusätzlich gibt es Live Sync. Das bedeutet, du kannst beispielsweise bei einer Fahrradtour dein Smartphone vorne am Fahrrad anbringen und siehst deine Live-Karte. Kannst aber auch jederzeit deine Route ändern und das wird auf der Uhr synchronisiert und natürlich auch auf dem Smartphone. Eine schöne Sache. Das nächste große Feature ist natürlich der Akku. Also, wie gesagt, ich komme von Apple und das bedeutet, ich hatte 2 Tage Akkulaufzeit. Hier wird eher kurz gelacht wie 2 Tage, hier hast du eher 2 Wochen. Ich musste mich im Urlaub regelmäßig an bestimmte Sehenswürdigkeiten hin navigieren lassen, wenn wir dort eine Wanderung oder einen Spaziergang gemacht haben. Das war gar kein Problem zwischen Apple Watch und der Kartennavigation auf der Uhr. Bei Garmin funktioniert das auch ganz gut. Denn hier kannst du einfach den Ort auf Teilen klicken, wählst Garmin Connect und sofort wird die Route zu deiner Uhr übertragen. Das bedeutet, du hast sofort die Navigation auf deine Uhr, wählst noch die Sportart aus, in dem Fall spazieren gehen, und wirst navigiert. Nun kommen wir jetzt zu den negativen Punkten. Ich hatte von Tag 1 diverse Verbindungsprobleme. Bedeutet, ich musste mindestens einmal am Tag die Uhr neu koppeln mit dem Telefon. Also, die Uhr konnte sich nicht mehr verbinden mit dem Telefon und konnte somit auch keine Daten übertragen. Die Uhr konnte ich natürlich normal weiter benutzen, gar keine Frage. Aber wenn keine Daten zurückgespielt werden, ist das schon sehr nervig. Und auch wenn ich Anpassungen in Garmin Connect mache, wird das halt nicht synchronisiert, weil er die Uhr nicht finden kann. Das war der erste Punkt. Danach ging es an die sportlichen Aktivitäten. Ein großes Feature ist die Sprachausgabe. Ich muss gestehen, ich habe es nicht hinbekommen, regelmäßig eine Sprachausgabe zu bekommen. Und wenn du erstmal einen Lauf gestartet hast, möchtest du nicht nochmal 20 Minuten in den Einstellungen wühlen und schauen, wo ist jetzt nur der Fehler. Du möchtest einfach laufen. Und das Ganze ist mir 3-mal passiert. Und das war einfach nur nervig. Als dritten Punkt die Kraftsport-Session. Also zum einen erkennt die Uhr schon, welche Art von Training machst du. Nicht 100% zuverlässig, aber es erkennt schon einiges. Auch wie viel Wiederholung du machst. Ist eine schöne Sache. Aber ich hatte es nicht hinbekommen, die Sachen zu editieren. Also wurden die Sachen falsch übergeben, auch an weitere Apps. Und das ist einfach nervig, wenn das nun mal einfach nicht stimmt. Jetzt könnte man sagen, okay, doofe Sachen kann man vielleicht mit leben, wenn man sich ein bisschen weiter damit beschäftigt. Aber das große Problem war einfach die Verbindung, die ständig abgerissen ist. Und ich wusste halt nicht, woran es liegt. Ich musste mehrfach die Uhr oder auch mein Telefon einfach neu starten. Flugmodus an, aus, Bluetooth an, aus. Und irgendwann hat er immer wieder dann die Uhr erkannt oder halt weiterhin nicht. Und das war einfach nur nervig. Zusätzlich war ich sehr enttäuscht von der alten Designoberfläche von Garmin.
Die Webseite ist dermaßen veraltet. Ebenfalls finde ich die App sehr unübersichtlich. Möchte man hier einen Trainingsplan erstellen oder halt einen Wochenübersichtsplan, ist das einfach altbacken und macht nicht viel Spaß. Für mich war dann klar, ich schaue mich einfach mal nach Alternativen um. In dem Fall war es die Chorus. Das aber dann im nächsten Video. Heute geht es um die Garmin. Nach meinem Test mit den Chorus-Uhren wollte ich der Garmin nochmal eine Chance geben. Also wirklich 24 Stunden Dauertest, Laufen, Kraftsport, alles nochmal testen, bevor sie wirklich final zurückgeschickt wird. Zeitgleich habe ich mir mein eigenes Verhalten nochmal genauer angeschaut. Bisschen reflektiert, was war mein Fehler vielleicht, was habe ich übersehen. Zum einen die Verbindungsabbrüche. Ich habe gelernt, du darfst niemals, nie die Garmin Connect App schließen auf dem Handy. Dann ist alles tot. Also die Verbindung reißt einfach ab und sie findet die Uhr einfach nicht mehr. Morgens wird die Verbindung relativ schnell wieder hergestellt, wenn ich aus dem Flugmodus wieder das Handy aktiviere. Aber die App darf nicht geschlossen werden. Das ist eins der Hauptgründe, denke ich mal, warum das geschlossen wurde. Ob es jetzt final an der Schließung dieser App gelegen hat, weiß ich nicht. Ich habe aber gelernt, niemals diese App schließen. Seitdem hatte ich genau nur noch einen Verbindungsabbruch. Und das ist jetzt einige Tage her. Kommen wir nun zum Kraftsport. Wie ich bereits sagte, die Oberfläche von Garmin Connect bzw. der Webseite, um Trainingspläne zu planen, ist einfach für mich total veraltet. Und es macht nicht wirklich Spaß, dort etwas zu planen. Also, wie ist jetzt mein Workflow? Ich nutze weiterhin Bevel. Dort kann ich jetzt weiterhin meinen Trainingsplan durchziehen. Das heißt, dort habe ich meine Kraftsporteinheiten. Das starte ich und habe ich als Übersicht auf meiner Uhr. Zeitgleich starte ich auf der Garmin Kraftsport. Zu 50% werden die richtigen Kraftsporteinheiten erkannt. 70% der Wiederholungen werden auch erkannt. Denkt man so, ja okay, aber wie passt das jetzt nun zusammen? Mein Problem beim letzten Mal war ja gewesen, dass ich nicht genau zuordnen oder ändern konnte. Ich denke mir, ich habe einfach an der falschen Stelle gesucht. Denn du hast zwar die schöne Übersicht und klickst dann auf Bearbeiten und kannst vielleicht aber nur noch die Zeit bearbeiten. Das war mein Fehler. Ganz weit unten in den einzelnen Wiederholungen musst du auf den Namen bzw. die Wiederholung klicken und erst dann kannst du das Ganze bearbeiten. Für mich nicht ganz so intuitiv, weil wozu ist sonst Bearbeiten da? Das meine ich halt mit der App, dass das einfach nicht ganz so logisch aufgebaut ist, meiner Meinung nach. Wenn man es natürlich erstmal weiß, kann man damit arbeiten. Und das mache ich jetzt auch so. Also, Übersicht auf der Bevel und zeitgleiches Tracken auf der Uhr. Danach bearbeite ich die ganzen Sachen in der Garmin Connect App, damit das ganze Kraftsporttraining mit dem Puls gespeichert wird. Warum mache ich das nicht gleich auf der Garmin Connect App? Naja, zum einen hätte ich ja gerne eine Übersicht, was ich genau trainieren will. Und diese Übersicht kann ich zwar in der Garmin Connect machen. Das Problem ist, es fehlen mir zu viele Features. Ich kann nicht rückblickend schauen, was habe ich beim letzten Mal trainiert und darauf aufbauen. Und das funktioniert bei der Bevel App wesentlich besser. Und was ist nun mit der Sprachausgabe? Dieses Problem hatte ich ja auch noch. Naja, ich muss dazu sagen, das ist so tief versteckt, dass ich es nicht gefunden hatte zu Beginn. Du kannst pro Sportsession einstellen, möchtest du das Ganze jetzt nun auf der Uhr ausgeben oder auf einem verbundenen Gerät oder halt gar nicht. Bei mir war es auf einem verbundenen Gerät. Naja, Kopfhörer waren in dem Fall nicht verbunden gewesen und vielleicht wurde es auf dem Smartphone ausgegeben, aber es war vielleicht zu leise, dass ich es beim Laufen gehört habe. Also, eingestellt, Urausgabe, zack, hat es funktioniert. Also, könnte ich sagen, das ist auch wieder mein Fehler, weil ich es einfach nicht gefunden habe. Oder halt, die App ist halt einfach, wie sagt man so schön, aus der Historie gewachsen und mittlerweile leider vielleicht zu unübersichtlich. Zumindest für mich als ehemaliger oder Apple-User. Es ist zu versteckt und zu verschachtelt. Und beim Laufen, dort gab es gar keine Probleme. Also ich benutze ja weiterhin die Runner-App. Dort wird automatisch synchronisiert, nachdem ich natürlich die App verbunden hatte mit Garmin. Und ich sehe genau, wann ich was laufen muss. Auch die einzelnen Intervalle werden mir angezeigt und richtig synchronisiert. Also gar kein Thema auf der Uhr. Also, für alle, die nur wegen der Garmin hier sind. Ich muss sagen, für mich, die 970 ist rehabilitiert.
Die Verbindungsabbrüche sind Geschichte, wenn man weiß, wie es funktioniert. Sprachausgabe auch gar kein Thema. Wie gesagt, die App und auch die Webseite nicht ideal, wenn man aber einen guten Workflow hat, funktioniert es. Ich muss gestehen, das ist bei Apple ja genauso. Die App kann ja auch, oder die Uhr kann ja auch erstmal nicht so viel. Wenn du es verbindest mit anderen Geräten oder weißt, wie du es zu nutzen hast, kannst du das prima nutzen. Wer also ein AMOLED-Display haben möchte und beim Kraftsport in dem Fall einen Kompromiss eingehen möchte, hat eine echt schöne und schicke Uhr. Was nehmen wir nun mit aus dem Video? Die Garmin bleibt im Rennen. Aber ich habe hier noch 2 Chorus-Uhren auf dem Tisch. Und eine hat mich richtig enttäuscht. Mehr dazu aber im nächsten Video. Und jetzt zu euch. Wie lange braucht ihr, um euch zu entscheiden? Hättet ihr der Uhr noch eine zweite Chance gegeben oder hättet ihr sie direkt zurückgeschickt? Schreibt es mir mal gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wenn du das nächste Video und das Finale nicht verpassen möchtest, gerne abonnieren und Daumen nach oben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.